Herzlich willkommen auf der ProLight & Sound hier in Frankfurt. Ich zeige Ihnen am ProCase-Messestand unsere Neuheiten und bewährte Flight Cases. Neu ist die Einschubversion für unsere Rack-Module und ich zeige Ihnen das hier am Vario Rack. Die Rack-Module werden hier mit einer Einschubleiste ausgestattet. Das geht auch bei vorhandenen Modulen, da kann man diese Leisten nachrüsten. Und dann können Sie die Rack-Module in das Vario Rack einschieben wie eine Schublade. Das Ganze funktioniert auch bei der Basic-Variante. Hier haben wir ein Modul ausgestattet mit einer Schublade, mit Vollauszug. Der Vorteil ist, dass der Raum besser ausgenutzt wird wie bei einer 19 Zoll Schublade. Das Schubladenmodul gibt es in 2, 3 und in 4 Höheneinheiten. So, das Vario Rack in der Version bietet auch hier als Workplace im vorderen Deckel einen Tisch. Auf der Rückseite haben wir hier ausreichend Platz im hinteren Bereich, um die Module vorzuverkabeln. Ja, im Vergleich zu dem Workplace bietet diese Version vom Vario Rack das Rollenbrett auf der Rückseite. Das lässt sich hier mit einem Camlock einfach aushängen. Auch hier besteht die Möglichkeit vorzuverkabeln, aber man hat etwas weniger Freiraum, etwas weniger Tiefe. Das heißt also, hier muss man durch die vorhandenen Durchbrüche die Racks verbinden. Das Rack hat die gleiche Größe wie die VarioFlex, 1,20 Meter x 60 Packmaß. Und wir haben auch noch eine Größe mit 80 Zentimeter Höhe auf Packmaß. Gerade diese Geschichte hier mit der Verriegelung finde ich grandios. Ja. Spanngurte mehr, kein Stress mehr. Genau. Ja, und vor allem kein Deckelchaos mehr. Das mir fürchterlich auf die Nerven geht. Unsere 19 Zoll Stackracks gibt es jetzt seit 10 Jahren. Der große Vorteil, die QSD-Deckel, ganz schnell betriebsbereit, ohne rumliegende Deckel und für den Transport. Man braucht keine Spanngurte, man kann ganz easy das System einfach hier zusammenschnallen. Neu haben wir auch die Abdeckungen jetzt für oben, für die Stack-Lock-Verschlüsse, die eben gegen Staub und leichten Regen schützen. Eine neue Version ist ein hybrides Rack, wo wir auf der einen Seite den Klappdeckel haben und auf der anderen Seite einen normalen Deckel. Diese Version bietet nämlich den Vorteil, dass man auch vorverkabeln kann. Dazu ist hier auf der Ober- und auf der unteren Seite sind jeweils Kabelauslässe und damit kann man dann einfach durchverkabeln. Außerdem haben wir bei den Rollenbrettern jetzt auch noch zusätzliche Mulden eingefräst, sodass man mehrere Rollenbretter direkt übereinander stapeln kann. Ich zeige hier nochmal die Unterschiede von den Rack-Versionen. Ganz unten haben wir das QSD-Rack. Die QSD-Racks haben die Tür seitlich einschiebbar. Das hat den Vorteil, dass wir auch relativ große Racks bauen können und die Tür trotzdem komplett versenkt wird. Die QSD-Racks gibt es auch mit doppelter Breite. Die Stack-Racks und die QSD-Racks sind hier mit einer Adapterplatte auch miteinander zu verriegeln. Ganz oben ist das Essential Rack. Das Essential Rack bietet keine Verriegelung. Beim Essential Rack haben wir insbesondere auf Gewichtsersparnis geachtet. Das heißt, es hat auch etwas leichtere Wandstärke, etwas dünnere Wandstärke und nur einen Klappgriff, damit das eben möglichst leicht ist. Diese Rack-Versionen haben Schwingungsdämpfung, also sowohl das Stack-Rack als auch das QSD-Rack. Alle 3 Versionen haben Tiefenverstellung. Bei dem Essential Rack, da wir keine Schwingungsdämpfung haben, haben wir den Freiraum seitlich auch ausgenutzt und bieten dort nochmal Öffnungen, wo D-Serie-Buchsen eingebaut werden können, um die Anschlüsse nach vorne zu legen. Für die Lagerverwaltung benutzt man ja derzeit optische Systeme mit Barcodes, aber die Zukunft ist natürlich berührungslos. Dafür gibt es solche RFID-Tags, die im UHF-Frequenzband senden und sehr viel Leistung haben. Und der Vorteil ist, wenn man diese Tags im Case eingebaut hat und in allen Geräten, also es gibt auch Kabelhersteller, die jetzt in diesen Steckverbindern schon die Tags vorsehen, dann hat man den Vorteil, dass man eben das gesamte Case als eines scannen kann und bekommt dann eine Liste
mit dem gesamten Inhalt, was man auch direkt in die Lagerverwaltungssoftware einbuchen kann. Und wir haben dazu ein Gehäuse entwickelt, das man in das Case einbauen kann. Man kann es nachträglich einbauen und wir bieten es aber auch als Option an. Das steht außen kaum über und innen steht es gar nicht über. Neben unseren Flight Cases bieten wir auch eine Serie an Kunststoffkoffern an, sowohl von Sinora als auch von SKB. Hier haben wir einen Sinora-Koffer in der Trolley-Größe, den wir ausgestattet haben als Toolcase. Hat versteckbare Trennwände und eine Deckelklappe. Und hier unter dem Deckel kann man auch Kletteinlagen reinmachen. Und das Case ist leicht und auch sehr stabil und gut zu handeln. Hat eine optimale Größe, hat den integrierten Ausziehgriff und lässt sich super transportieren. Flipcase ist eine Mischpult-Case-Variante, die es ermöglicht, eben auch Pulte schnell und auch als eine Person einfach aufzubauen. Da gibt es für kleine Pulte, aber auch für große, schwere Konsolen ist das möglich. Hier bei dem Avantis Solo, das uns ein Kunde zur Verfügung gestellt hat, die W&W Sales, die ich hier gerne erwähne. Ich zeige, wie das geht. Man hat hier vorne eine Öffnung am Case und kann das hier so verstauen und zum Aufbauen natürlich umgekehrt und ist hier sofort betriebsbereit. Hier haben wir noch eine Öffnung, wo man Kabel und Zubehör verstauen kann und alles geht mit den Riegelverschlüssen. Auf der Rückseite bietet das Case einen Patchkasten für die Anschlüsse, den man auch ganz öffnen kann. Und um das Pult herauszunehmen, wird das hier mit diesen Klemmhalterungen gelöst. Im Bereich Video und IT bieten wir flexible Lösungen für den Bereich von Tablets, von Notebooks, von Bildschirmen. Für Bildschirme haben wir die Screen Flex Cases für den reinen Transport. Und hier zeigen wir auf der Messe ein Screen Lift Case. Hier auch mit einer verbauten Videobar, dass man sehr schnell auf- und abbauen kann. Hier ist so eine Abdeckplatte, die kann man hier im Case verstauen. Und dann wird das einfach über einen Motor, der Lift nach unten gefahren. Damit kann man sehr schnell und sehr einfach als eine Person auch so ein Case oder so eine Videokonferenz mal irgendwo aufbauen. Unsere Industriekunden benutzen das teilweise in Produktionshallen oder auf Messen, wo es eben schnell und einfach gebraucht wird. Von Sinora bieten wir Koffer in mehr als 30 Größen an und wir machen dann individuelle Schaumstoffeinlagen in die Koffer. Hier für eine DJI mit einer VR-Brille. Diese zwei Koffer haben auch die Besonderheit, die können nämlich hier als Set verbunden werden. Und dann kann man die auch zusammen transportieren, auch mit einem ausziehbaren Griff. Sinora bietet auch eine Serie an 19 Zoll Racks an. Die X-Racks gibt es von 2 HE bis 12 HE und hier auch in der Version als Trolley. Die Sinora Racks haben den Vorteil, dass sie natürlich für Außenveranstaltungen witterungsbeständig sind. Das Neueste ist, es gibt auch eine Rack-Serie, die jetzt weniger Tiefe hat, die Short Racks. Und für die Deckel gibt es Optionen, entweder so eine Netztasche, wo man Zubehör unterbringen kann oder Ersatzbatterien oder sonstiges. Und diese Einsätze für Funkmikrofone gibt es auch. Das gibt es für 2, 3 und 4 HE-Deckel. Ja, das war ein kleiner Einblick der Cases, die wir hier in Frankfurt zeigen. Schauen Sie in unseren ProCase-Shop rein. Dort gibt es ganz viele Standard- und Sonderanfertigungen, die Sie sehen. Und kontaktieren Sie auch gerne unseren Vertrieb. Wir sind für Sie da.